Hallo Freunde! In einem ruhigen Vorort wohnten zwei Familien Tür an Tür. Auf der einen Seite hatten die Johnsons eine wunderschöne Katze namens Bella, eine erfahrene Mutter, die mehrere Würfe von Kätzchen aufgezogen hatte. Auf der anderen Seite hatten die Andersons eine verspielte Hündin namens Daisy, die kürzlich zum ersten Mal Mutter geworden war. Bella und Daisy haben fast gleichzeitig geboren. Bella, die erfahrene Mutter, nahm ihre mütterlichen Pflichten mit Leichtigkeit an. Sie pflegte sorgfältig ihre winzigen Kätzchen, leckte und tröstete sie ständig. Daisy hingegen war überwältigt. Es war ihr erstes Mal, dass sie Mutter war, und sie verstand nicht ganz, was von ihr erwartet wurde. Sie wirkte oft verwirrt und unruhig, ging häufig auf und ab und stieß manchmal sogar versehentlich ihre Welpen weg, während sie sich bewegte. Die Welpen weinten ständig, ihre winzigen Stimmen hallten durch den Hinterhof der Andersons. Auf der anderen Seite des Zauns konnte Bella, die immer auf die Geräusche ihrer Umgebung achtete, die herzzerreißenden Schreie der Welpen nicht ignorieren. Ihre mütterlichen Instinkte setzten ein und sie konnte es nicht ertragen, sie leiden zu sehen. Eines Abends machte Bella einen gewagten Schritt. Leise schlüpfte sie in den Hof der Andersons, hob einer nach dem anderen die wimmernden Welpen mit ihrem sanften Maul auf und trug sie zu ihrem eigenen gemütlichen Nest im Haus der Johnsons zurück. Die Andersons waren außer sich, als sie bemerkten, dass ihre Welpen vermisst wurden. Sie durchsuchten den Hof und die Nachbarschaft und riefen nach den Kleinen, aber sie waren nirgends zu finden. In ihrer Not teilten sie ihr Leid mit der freundlichen Nachbarin von gegenüber, Frau Turner. Frau Turner, eine freundliche und aufmerksame Seele, hatte Bellas geheime Rettungsmission gesehen. Sie erwähnte den Andersons gegenüber sanft, dass sie die Katze ihres Nachbarn gesehen hatte, die die Welpen über den Zaun trug. Währenddessen kannte Bellas Mutterliebe im Haus der Johnsons keine Grenzen. Sie begrüßte die Welpen in ihrer Familie und leckte sie genauso zärtlich wie ihre eigenen Kätzchen. Die Johnsons, berührt von Bellas Mitgefühl, beschlossen, alles so zu lassen, wie es war, da sie nicht die Absicht hatten, die pelzige Familie zu trennen. Im Laufe der Wochen wuchsen Bellas Katzen- und Hundebabys Seite an Seite und bildeten eine unwahrscheinliche, aber schöne Bindung. Daisy, die anfangs ziemlich verwirrt über die Mutterschaft gewesen war, fand sich allmählich in ihrer Rolle zurecht, angeleitet von der fürsorglichen Katze, die ihr den Weg gezeigt hatte. Sie liebte und beschützte die Kätzchen, als wären sie ihre eigenen. Freunde, unterstützt meinen kleinen Kanal mit Likes und Abonnements. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere.